Ein süßer Tag im Mai. Heute ist der 12. Mai. Das Wetter in Deutschland ist heute herrlich. Die Sonne scheint hell durch mein Fenster. Ich bin Hanna Müller, 22 Jahre alt. Ich wohne in einer kleinen, gemütlichen Wohnung. Heute habe ich keine Vorlesung an der Universität. Ich habe viel Zeit für mein liebstes Hobby. Ich liebe es, in der Küche zu backen. Heute möchte ich etwas Besonderes machen. Ich entscheide mich für französische Macarons. Macarons sind elegant, aber sehr schwierig zu backen. Ein deutsches Sprichwort sagt, Übung macht den Meister. Zuerst brauche ich alle Zutaten. Ordnung ist mir sehr wichtig. Wie man in Deutschland sagt, Ordnung muss sein. Ich wiege den Puderzucker ganz genau ab. Die Waage zeigt genau 150 Gramm. Pünktlichkeit und Genauigkeit sind typisch deutsch. Zuerst mache ich Macarons mit Earl Grey Geschmack. Der Duft vom Tee ist sehr beruhigend. Die Farbe der Schalen ist ein zartes Blau. Danach kommen die Erdbeermacarons. Mai ist die perfekte Zeit für frische Erdbeeren. Die Füllung ist rosa und süß. Als letztes backe ich Macarons mit Kaffeegeschmack. Ich liebe starken schwarzen Kaffee. Die Küche riecht jetzt wie ein wunderbares Kaffee. Das Backen dauert mehrere Stunden. Ich bin geduldig und vorsichtig. Endlich sind alle Macarons fertig. Sie sehen perfekt aus. Die Oberflächen sind glatt und glänzend. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Aber ich kann nicht alle alleine essen. Ich möchte meine Nachbarn überraschen. In meinem Haus wohnen sehr nette Leute. Ich packe die Macarons in kleine Schachteln. Jede Schachtel bekommt eine bunte Schleife. Zuerst gehe ich zu Frau Schmidt. Sie ist eine ältere Dame im 1. Stock. Ich klopfe höflich an ihre Tür. »Guten Tag, Frau Schmidt«, sage ich freundlich. Sie trägt eine saubere Schürze. Ich schenke ihr eine Schachtel Macarons. »Oh, wie aufmerksam von Ihnen, Hanna«, ruft sie. Sie lädt mich auf eine Tasse Kräutertee ein. Wir reden kurz über das schöne Frühlingswetter. Dann gehe ich weiter zum Nachbarn Herr Weber. Er arbeitet oft in seinem kleinen Garten. Er ist ein fleißiger und ruhiger Mann. Er probiert sofort einen Kaffeemacaron. »Köstlich, der schmeckt wie vom Profi«, sagt er. Er schenkt mir im Gegenzug frischen Schnittlauch. In Deutschland ist Nachbarschaftshilfe wichtig. Eine Hand wäscht die andere. Als nächstes besuche ich die junge Familie im Dachgeschoss. Sie haben ein kleines, lustiges Kind. Das Kind liebt die rosa Erdbeermacarons. Seine Hände werden ganz klebrig. Die Eltern sind sehr dankbar. Wir tauschen Handynummern aus. Es ist schön, gute Nachbarn zu haben. Jetzt gehe ich zurück in meine Wohnung. Die Küche ist noch ein bisschen unordentlich. Ich muss sofort aufräumen. Ein sauberes Haus macht mich zufrieden. Ich spüle die Schüsseln mit warmem Wasser ab. Dann putze ich den großen Tisch. Alles glänzt wieder. Ich mache mir jetzt selbst eine Pause. Ich koche mir eine Tasse Earl Grey Tee. Ich setze mich auf meinen kleinen Balkon. Ich nehme mir einen Macaron von jeder Sorte. Earl Grey, Erdbeere und Kaffee. Der Earl Grey Macaron ist mein Favorit. Er ist nicht zu süß. Die Erdbeermacarons schmecken nach Sommer. Der Kaffeemacaron gibt mir Energie. Ich genieße die frische Luft. Der Himmel ist jetzt hellblau. Ein paar weiße Wolken ziehen vorbei. Ich denke über mein Leben in Deutschland nach. Anfangs war alles fremd und neu. Aber jetzt fühle ich mich hier zu Hause. Ich habe neue Freunde und gute Nachbarn. Meine Deutschkenntnisse werden immer besser. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Morgen habe ich wieder eine Prüfung. Ich muss noch ein bisschen Vokabeln lernen. Aber für heute bin ich fertig mit der Arbeit. Ich schaue auf die Uhr. Es ist schon 18 Uhr abends. In Deutschland essen viele Leute jetzt Abendbrot. Ich esse nur ein Stück dunkles Brot mit Käse. Das ist einfach und gesund. Ich schreibe diesen Tag in mein Tagebuch.
Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Heute habe ich viel gelächelt. Ich bin müde und gehe früh schlafen. Gute Nacht, liebes Tagebuch. Hör noch einmal hin. Diesmal ganz ohne Hilfe. Are you ready? Test your listening skills. Ein süßer Tag im Mai. Heute ist der 12. Mai. Das Wetter in Deutschland ist heute herrlich. Die Sonne scheint hell durch mein Fenster. Ich bin Hanna Müller, 22 Jahre alt. Ich wohne in einer kleinen, gemütlichen Wohnung. Heute habe ich keine Vorlesung an der Universität. Ich habe viel Zeit für mein liebstes Hobby. Ich liebe es, in der Küche zu backen. Heute möchte ich etwas Besonderes machen. Ich entscheide mich für französische Macarons. Macarons sind elegant, aber sehr schwierig zu backen. Ein deutsches Sprichwort sagt, Übung macht den Meister. Zuerst brauche ich alle Zutaten. Ordnung ist mir sehr wichtig. Wie man in Deutschland sagt, Ordnung muss sein. Ich wiege den Puderzucker ganz genau ab. Die Waage zeigt genau 150 Gramm. Pünktlichkeit und Genauigkeit sind typisch deutsch. Zuerst mache ich Macarons mit Earl Grey Geschmack. Der Duft vom Tee ist sehr beruhigend. Die Farbe der Schalen ist ein zartes Blau. Danach kommen die Erdbeermacarons. Mai ist die perfekte Zeit für frische Erdbeeren. Die Füllung ist rosa und süß. Als letztes backe ich Macarons mit Kaffeegeschmack. Ich liebe starken schwarzen Kaffee. Die Küche riecht jetzt wie ein wunderbares Kaffee. Das Backen dauert mehrere Stunden. Ich bin geduldig und vorsichtig. Endlich sind alle Macarons fertig. Sie sehen perfekt aus. Die Oberflächen sind glatt und glänzend. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Aber ich kann nicht alle alleine essen. Ich möchte meine Nachbarn überraschen. In meinem Haus wohnen sehr nette Leute. Ich packe die Macarons in kleine Schachteln. Jede Schachtel bekommt eine bunte Schleife. Zuerst gehe ich zu Frau Schmidt. Sie ist eine ältere Dame im 1. Stock. Ich klopfe höflich an ihre Tür. »Guten Tag, Frau Schmidt«, sage ich freundlich. Sie trägt eine saubere Schürze. Ich schenke ihr eine Schachtel Macarons. »Oh, wie aufmerksam von Ihnen, Hanna«, ruft sie. Sie lädt mich auf eine Tasse Kräutertee ein. Wir reden kurz über das schöne Frühlingswetter. Dann gehe ich weiter zum Nachbarn Herr Weber. Er arbeitet oft in seinem kleinen Garten. Er ist ein fleißiger und ruhiger Mann. Er probiert sofort einen Kaffeemacaron. »Köstlich, der schmeckt wie vom Profi«, sagt er. Er schenkt mir im Gegenzug frischen Schnittlauch. In Deutschland ist Nachbarschaftshilfe wichtig. Eine Hand wäscht die andere. Als nächstes besuche ich die junge Familie im Dachgeschoss. Sie haben ein kleines, lustiges Kind. Das Kind liebt die rosa Erdbeermacarons. Seine Hände werden ganz klebrig. Die Eltern sind sehr dankbar. Wir tauschen Handynummern aus. Es ist schön, gute Nachbarn zu haben. Jetzt gehe ich zurück in meine Wohnung. Die Küche ist noch ein bisschen unordentlich. Ich muss sofort aufräumen. Ein sauberes Haus macht mich zufrieden. Ich spüle die Schüsseln mit warmem Wasser ab. Dann putze ich den großen Tisch. Alles glänzt wieder. Ich mache mir jetzt selbst eine Pause. Ich koche mir eine Tasse Earl Grey Tee. Ich setze mich auf meinen kleinen Balkon. Ich nehme mir einen Macaron von jeder Sorte. Earl Grey, Erdbeere und Kaffee. Der Earl Grey Macaron ist mein Favorit. Er ist nicht zu süß. Die Erdbeermacarons schmecken nach Sommer. Der Kaffeemacaron gibt mir Energie. Ich genieße die frische Luft. Der Himmel ist jetzt hellblau. Ein paar weiße Wolken ziehen vorbei. Ich denke über mein Leben in Deutschland nach. Anfangs war alles fremd und neu. Aber jetzt fühle ich mich hier zu Hause. Ich habe neue Freunde und gute Nachbarn. Meine Deutschkenntnisse werden immer besser. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Morgen habe ich wieder eine Prüfung. Ich muss noch ein bisschen Vokabeln lernen.
Aber für heute bin ich fertig mit der Arbeit. Ich schaue auf die Uhr. Es ist schon 18 Uhr abends. In Deutschland essen viele Leute jetzt Abendbrot. Ich esse nur ein Stück dunkles Brot mit Käse. Das ist einfach und gesund. Ich schreibe diesen Tag in mein Tagebuch. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Heute habe ich viel gelächelt. Ich bin müde und gehe früh schlafen. Gute Nacht, liebes Tagebuch.